Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Es ist wieder soweit, der Elevator hat geöffnet und ist bereit, euch entgegenzunehmen. Bei uns auf S31 ist das Ganze schon einen Tag offen und wir haben jetzt nach den ersten 4 Stunden schon gut was erreicht auf jeden Fall. Und wie ihr sehen könnt, gibt es auch wieder einen Code für euch. Über mir eingeblendet, Dorza-6AF6. Ja, den könnt ihr kopieren. Habe ich euch, falls ihr zu faul seid, das selbst einzuschreiben, unten in den Kommentaren auch verlinkt oder in der Videobeschreibung. Dazu, um den einzulösen, geht ihr hier auf das Plus, dann unten auf Coupon einlösen und hier gebt ihr dann den Code ein und dann bekommt ihr 25 Schlüsselkarten, 100 Sanduhren und eine Potion of Life. Ja, ist auf jeden Fall ganz geil. Falls ihr eurer Gilde was Gutes tun wollt und jeder von dem Code profitieren wollt, könnt ihr das auch sehr gerne machen, indem ihr auf Post geht, dann eine Gilden-Rundmail schreibt. Dazu geht ihr auf Neue Nachrichten, hier oben auf den Empfänger Gilde und dann bekommt eure Gilde eine Rundmail. Also alle anderen 49 Mitglieder, dort könnt ihr auch sehr gerne hier den Code dann reinschreiben und dann hat eure Gilde da auch was von. Profitiert die ganze Gilde von, ihr habt mehr Schlüsselkarten insgesamt und schneidet dann natürlich dementsprechend vielleicht auch ein bisschen besser ab im Elevator. Und wer weiß, vielleicht ist das der entscheidende kleine Prozentteil, der euch dann mit diesen freien Schlüsselkarten dann nach oben befördert. Deswegen sehr gerne das Ganze auch per Rundmail usen. Wünsche euch da viel Spaß bei und viel Erfolg bei diesem Elevator. Ich finde den bisher sehr gut gelungen. Mir gefällt das Theme sehr gut, Limbo. Wir sind gestern im Livestream schon durch die Etagen gebrettert. Ihr seht schon, wir sind jetzt bei 422 jetzt mittlerweile. Schon ein bisschen vorgelegt. Wir haben schon ein paar Stockwerke bezwungen. Und designtechnisch gefallen mir die Gegner alle sehr gut. Ansonsten für die Leute, die es interessiert, ist auch gerade eine 20% Aktion am Start. Das heißt, hier könnt ihr auch auf den Webshop gehen und kommt dann halt auch direkt zur Seite hin. Dort könnt ihr euch dann halt auch einloggen und bekommt hier dann zu günstigeren Pilzpreisen bzw. zu den alten Pilzpreisen eure Pilze. Auf iOS, Android und Steam kosten die ja jetzt 120 anstatt 100 Euro für 3000 Pilze und hier bekommt ihr halt für 100 Euro noch eure 3000 Pilze und jetzt mit der 20% Aktion noch die 600 Pilze obendrauf. Und wie immer könnt ihr mich auch sehr gerne kostenlos dabei supporten, indem ihr hier beim Creator Code einfach den Namen Dorza eingebt beim Logout oder beim Checkout und dann werde ich da prozentual auch noch mit vergütet. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das Ganze nutzt. Das ist mehr kostenfrei, euch kostet das nicht mehr. Nur, dass ich dann halt eben noch einen kleinen Teil davon abbekomme, um halt eben in Zukunft auch für euch im Umkehrschluss auch noch weitere Giveaways zu finanzieren und für die Spenden, die ich im Hintergrund sammle, die wir auch zum Ende des Jahres dann auch übergeben werden an eine gemeinnützige Organisation bei mir in der Nähe, die Tiernotrettung. Und da ist auf jeden Fall schon vieles zusammengekommen. Mal schauen, was wir bis zum Ende des Jahres erreichen. Und ich bin da auch schon sehr gespannt drauf. Und am Ende des Jahres werden wir dann auch, oder werdet ihr dann halt auch sehen, wo euer Geld, beziehungsweise das Geld, was ihr für SF ausgegeben habt, dann auch landet. Wir werden da vor Ort dann sein und das Ganze dann auch aufnehmen. Und das ist schon was, worauf ich mich sehr freuen werde oder wovor ich mich schon sehr drauf freue, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Ehrfurcht und Respekt habe, weil da doch schon einiges zusammenkommt und man mit den Sachen auf jeden Fall schon echt Gutes bewirken kann. Und deswegen ist das sehr nice, dass uns da auch Player Games Creatoren die Möglichkeit gibt, darüber Geld zu verdienen und das mit seiner Community zusammen und damit was Gutes sogar noch auf die Beine stellen kann, ist das doch auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für alle Leute da draußen, für die Creator, für die, die sowieso Pilze kaufen und für die, wo dann halt auch das Geld dann am Ende des Tages ankommt. Deswegen, quasi eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Genau, wir gucken mal rein in den Elevator. Wir sind hier jetzt schon mit Abstand auf Platz 1. Ich bin mal gespannt, weil beim letzten Mal waren wir Platz 1, wäre das echte 2 und Anarchie auf 3.
Death Knights hat aber viele Aufholer dazu bekommen, die ja, natürlich auch einen ja, wesentlichen Anteil vielleicht zum ja, Elevator dieses Mal mit beipflichten. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ne? Graf Zahl hier auch schon wieder gut am Start. Ihr seht, es sind ein paar Aufholjäger in der Gilde hier. Und manche sind halt auch schon sind halt auch schon echt weit oben. Kysuel 380 jetzt mittlerweile schon in der Dungeon-Pause. Dann hier auch ein weiterer Aufholjäger. Hier haben wir den Piccolo, der nicht in der Dungeon-Pause ist und bald schon auf 390. Und ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Vielleicht können sie sich diesmal Platz 3 sichern. Werden wir auf jeden Fall mit begleiten. Ich glaube, Death Knights ist noch ein klein bisschen stärker. Ja, ansonsten gucken wir mal. Ich bin hier jetzt schon auf einer Stufe, wo es sich jetzt nicht mehr so doll lohnt, jetzt hier weiter reinzupilzen, großartig. Da warten wir jetzt die Tage noch ab. Ich könnte die hier, ja, oder ich habe den jetzt noch hier besiegt, ne? Aber es lohnt sich jetzt nicht mehr so. Ich habe hier auch keine Buffs jetzt. Und die Tage kommt ja dann sowieso hier noch ein Damage-Bonus dann obendrauf. Und ja, ich werde auf jeden Fall wieder versuchen, soweit es geht, zu kommen. Aber ich kann natürlich nicht versprechen, hier auch dieses Mal die 500 voll zu machen oder nicht. Ich bin auf jeden Fall schon weiter als letztes Mal für den ersten Tag. Ja, ich wollte nur noch mal gucken und euch ein bisschen die neuen Gegner zeigen. Ansonsten, das meiste haben wir gestern im Livestream ja schon gesehen. Aber ist auf jeden Fall ziemlich cool, wieder hier die ganzen, ganzen neuen Bilder zu sehen. Der Limboy ist mein persönlicher Favorit. Falls ihr den schon gesehen habt, dann ja, habt ihr eventuell schon die ein oder andere Etage gelegt. Er tritt auf jeden Fall in den ersten 25 Etagen auf. Dann resettet sich das wieder, beziehungsweise läuft dann wieder von vorne los. Und die ersten 50 Etagen sind ja dann quasi ein Abteil und dann kommt man ja ins nächste. Aber auf den ersten 25 Etagen sollte er euch vielleicht begegnen. Der Limboy ist eine Anlehnung natürlich auch an Limbo, ne, was ja hier auch die Anspielung ist bei diesem Elevator dieses Mal. Und Limbo war aber damals auch ein eigenständiges Spiel gewesen, was sehr brutal gewesen ist. Obwohl es eigentlich nur ein Schwarz-Weiß-Game 2D-mäßig so war es trotzdem ziemlich brutal. Ist aber auch eine sehr coole Anlehnung an, ja, hier, da haben wir ihn. Sehr cool, haben wir nochmal Glück gehabt, kann ich ihn euch zeigen. Das ist der Limboy, hier Stufe 888. Mein persönlicher Lieblingsgegner, muss ich sagen, für diesen Elevator tatsächlich, weil ich halt das Spiel auch sehr cool fand. Ich habe damals das Let's Play gesehen von Gronkh damals. Ich habe es nicht selbst gespielt, aber habe das komplette Let's Play mir angeschaut und es ist ein sehr geniales Spiel. Und ja, jeder, der das kennen sollte oder das gespielt hat oder gesehen hat, der weiß auf jeden Fall hier mit dem Bild was anzufangen. Das ist halt hier der Hauptcharakter aus dem Spiel. Und haben wir mal wieder eine sehr coole Anlehnung an ein anderes, sehr cooles Game. Und das feiere ich halt dann immer so an Shakes & Fidget, das ist nice. Diese kleinen Anspielungen immer an die ganzen anderen Genres und Games und so. Generell auch mit dem jetzigen Elevator ist es halt sehr cool, weil es ist halt alles so bürokratisch aufgebaut. Man hat ein paar Gegner schon gesehen hier, man muss halt wirklich sehr aufs Detail achten. Dass halt eben, ja, man quasi wie mäßig so im, ne, man sieht ja quasi eine Nummer, ne, hier, man sieht hier halt auch im Hintergrund der Hauptscreen davon, zumindest, man zieht so eine Nummer, setzt sich auf diese, ja, mit Spikes besetzten Stühle und wartet dann halt eine Ewigkeit. Limbo, der Warteraum zur Hölle quasi so, ne, der Vorort, so ein bisschen die Zwischenetage und, weil man das ja halt auch aus der deutschen Bürokratie kennt oder wenn man jetzt beim Einwohnermeldeamt oder irgendwo so ist und eine Nummer zieht oder so, ne, dann wartet man da auch eine Ewigkeit, bis man rankommt und man versauert da quasi so. Das ist hier mehr oder weniger dann halt auch die Anspielung an den jetzigen Elevator und das ist halt sehr cool gemacht, finde ich persönlich. Und ja, zeigt auf jeden Fall, dass man sich da immer dann doch schon Gedanken zu den einzelnen Themen und so macht. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja,
Ich überlege, ob ich jetzt hier noch gerade weiter pushe oder nicht, weil für mich lohnt es sich jetzt eigentlich nicht so, weil es wird ja halt auch jeden Tag schwerer, die Etagen zu besiegen, beziehungsweise wenn man halt noch weiter vorankommen möchte. Man kriegt zwar jeden Tag hier 2% Bonus, wenn man sich halt hier so ein Item kauft, aber ansonsten wird es jetzt die nächsten Etagen nicht leichter werden. Ich bin gespannt, was wir dieses Jahr, nicht dieses Jahr, bei diesen Elevator so zusammenkriegen. Wir haben leider, glaube ich, habe ich gesehen, ja, wir haben einen Inaktiven hier in der Gilde. Das ist sehr schade. Ansonsten sind alle aktiv. Ich habe jetzt auch nichts weiter irgendwie von ihm gehört, jetzt irgendwie, ob er aktiv ist oder nicht oder sich abgemeldet hat. Ja, müssen wir mal schauen. Ansonsten haben wir eigentlich in der Celtic-Gilde mit Inaktivität gar keine Probleme. Das ist ja wirklich ein Zusammenschluss aus sehr vielen guten Spielern hier auch. Klar, Celtic gab es schon vorher, aber es sind halt eben auch sehr viele Top-Spieler aus Flames of Destiny hier rüber gewechselt und sind jetzt hier halt Platz 1, 2, 3 und 4. Vierthöchsten Spieler. Bei Celtic, wir waren ja hier alle bei Flames of Destiny auch gewesen. Und das hat der Gilde auch nochmal einen ordentlichen Aufschwung gegeben. Es sind noch mehr Leute von Flames damals rüber, weiß ich noch. Und deswegen, ja, ist die Gilde schon echt eine sehr, sehr gute. Deswegen, wir haben es selten, dass jemand inaktiv ist. Mal schauen. Ja, mal gucken. Ist natürlich auch schwer, auf so einen alten Server Ersatz zu kriegen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob dieser Server auch früher oder später von den ersten Serverfusionen irgendwann betroffen sein wird. Ne? Guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel den Psycho, der ist schon Ewigkeiten inaktiv, der ist trotzdem auf Platz 18. Das zeigt auch, dass halt eben, ja, die Leute darunter es relativ langsam angehen lassen, so mit der Ehre. Ne? Das ist, ja, relativ inaktiv, sag ich mal, auf dem Server noch. Außer halt, also in dem mittleren Bereich, außer jetzt im Early-Game-Bereich, sag ich mal so, wo jetzt die ganzen Aufholer unterwegs sind, ne, wie zum Beispiel jetzt hier in der Gilde, aber die sind halt noch in einem Levelbereich, ja, da kann man auf dem alten Server jetzt noch nicht so viel mit anfangen, ne, aber das wird auf jeden Fall definitiv, da steckt ja auch hier schon stecken ja auch teilweise schon echt viele Pilze hier drin, ne. Aber so ein Char muss sich halt erst aufbauen über die Jahre und man versucht natürlich so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Umso mehr man da investiert, umso schneller geht es natürlich auch, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man es halt einfach langsamer angehen lassen, vor allen Dingen, wenn man halt auch sowas wie Dungeon-Pause durchzieht, kann man eh nicht viel machen in der Zeit, aber man spielt halt trotzdem am effektivsten so, ne? Ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein zu dem heutigen Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Elevator, viel Spaß mit dem Code. Denkt daran, der ist erst ab Stufe 10 einlösbar. Ihr müsst erst in den Elevator einmal gegangen sein. Ab da an könnt ihr dann halt den Code nutzen und euch die 25 Schlüsselkarten, die 100 Treibsanduhren und den Trank des ewigen Lebens sichern. Macht das relativ schnell. Ich weiß nicht, wie lange der haltbar ist. Geht mal von aus, es ist vielleicht nur das Wochenende einlösbar. Deswegen versucht es so schnell wie möglich auf jeden Fall am Wochenende hier einzulösen. Und ja, dann war es das soweit von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg und meldet mich ab. Danke fürs Zuschauen und schönes Wochenende. Ne? Haut rein und bis zum nächsten Mal.